Heute wird nicht gewerkelt, heute wird gekocht. Bist du dabei? Nach dem Intro geht's los. In den letzten Wochen habe ich ganz viele kleine Projekte rausgehauen für meine ersten Marktauftritte. Schneidebretter, Untersetzersets, Flaschenöffner, Spaghetti-Maße und. In erster Linie, wenn ich diese Projekte behandle, am Schluss nehme ich immer Rubio Monocoat, Oil Plus 2C, das seht ihr öfters bei mir in der Anwendung. Was ich aber immer gerne gehabt hätte, das sehe ich immer bei anderen Leuten, die auf Instagram Kanäle haben, dass die so kleine Holzbutter mit ihrem eigenen Logo drauf im Shop haben und das fand ich schon immer mega cool und hätte ich immer gerne gehabt und heute machen wir das einfach mal und ich nehme euch mit auf dieses Abenteuer und wir schauen, ob wir das hinkriegen. Was benötigen wir dazu? Es sind eigentlich nur wenige Zutaten. Einerseits Bienenwachs, das gibt es in Form dieser kleinen Pastillen. Dann Kokosöl habe ich hier genommen. Ich glaube, es gehen auch andere Öle, aber ich glaube, Kokosöl soll da am besten geeignet sein. Und was ich ebenfalls noch habe, ist so ein ätherisches Öl mit Orangenaroma. Braucht es eigentlich nicht. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, ob da vielleicht eine kleine Note Orange am Schluss auszumachen ist in der Holzbutter. Das Verhältnis ist 1:3, also ein Teil von diesen Pastillen, Bienenwachs und 3 Teile von diesem Kokosöl. Da würde ich sagen, rüber in die Küche und losgekocht. Um die Holzbutter dann auch später schön präsentieren zu können, an meinem Marktstand habe ich mir beim großen A diese Kosmetikdosen, diese verschraubbaren, besorgt und da werden wir das Ganze dann abfüllen. Wichtig zu sagen ist, wenn ihr solche Holzbutter herstellt, verwendet nicht eure guten Pfannen. Ich war schnell beim Wertstoffhändler und habe mir aus dem Container eine Pfanne rausgefischt. Die sieht allerdings wirklich super aus. Man fragt sich wirklich, was die Leute da wegschmeißen. Jedenfalls werde ich diesen Topf verwenden. Auch meine guten Kochlöffel werde ich nicht verwenden. Ich habe hier einfach so eine Holzleiste genommen, um umzurühren. Und ja, hoffen wir, dass das keine allzu große Sauerei gibt. Los geht's. So, als erstes schmeißen wir gleich mal diese Pellets rein. Diese Bienenwachspastillen. Ich habe jetzt hier 300 Gramm genommen und danach kommt dann 900 Gramm von diesem Kokosöl rein. Und wir machen das ganz sanft, erhitzen das ganz sanft. Wir haben ja Zeit. Ich war übrigens zweimal bei diesem Wertstoffhof, um eine Pfanne zu holen. Das erste Mal habe ich eine Pfanne rausgefischt, die hat auch wunderbar ausgesehen. Und zu Hause habe ich dann gemerkt, dass die gar nicht magnetisch ist. Verträgt sich nicht so gut mit meinem Induktionsherd. Und schon nach wenigen Minuten sieht man, wie schön das Ganze anfängt zu schmelzen. So, diese Pastillen sind jetzt ganz ordentlich geschmolzen und jetzt kommt dieses Kokosöl dazu. Ganz ordentliche Menge. Ich hoffe, dass wir da den Großteil unserer Kosmetikdinger füllen können. Sieht bis jetzt gar nicht mal so lecker aus. Aber ich hoffe, das verbindet sich gleich ein bisschen besser. So, die ganze Geschichte hier hat sich wunderbar aufgelöst. Jetzt möchte ich, wie gesagt, noch dieses Orangenöl reintun, allerdings wirklich nicht zu viel. Es ist mir lieber, das Ding riecht nachher nicht nach Orange, als dass es zu intensiv ist. Ich mache einfach mal ein paar Tropfen rein. 10, das waren jetzt ungefähr 10 Tropfen. Vielleicht nützt es auch gar nichts. Wir können ja gleich mal die Riechprobe machen. Ja, ein bisschen kommt aber schon durch. Bin gespannt. Mit dem Kokosöl gibt es eigentlich noch eine ziemlich geile Kombi. Schauen wir mal. Und jetzt ohne allzu große Überschwemmung. Okay, das gibt eine Überschwemmung.
Ja, ich glaube, ich muss es trotzdem so machen. So, ich habe mir kurz noch einen Kaffee gegönnt und die Dinger in der Zwischenzeit abkühlen lassen und das ist wunderbar ausgehärtet. Insgesamt sind es jetzt 25 Stück geworden von diesen 60 mm fassenden Kosmetikdöschen. Ich glaube, ich habe 600 Gramm von diesem Kokosöl verwendet und 300 Gramm vom... Nee, stimmt das? Nee, 900 Gramm vom Kokosöl und 300 vom Bienenwachs und ja, insgesamt 25 Döschen, 60 Milliliter hat das dann ergeben. Das Wichtigste ist jetzt natürlich, funktioniert das Zeug auch? Ich habe mir das so vorgestellt, wie anfangs erwähnt, für die erste Anwendung nach einem Holzprojekt, das ich fertiggestellt habe, kommt eigentlich immer das Rubio Monocoat Oil Plus 2C drauf. Da wird sich auch nichts dran ändern. Ich finde es aber cool, das als kleines Extra für meinen Shop und meine Marktstände zu haben, für den Fall, dass ein Brett mal ein bisschen gelitten hat mit der Zeit und hat vielleicht viel drauf geschnitten, das öfters mal abgewaschen und irgendwann verblassen halt die Farben und das Ganze ist nicht mehr so wasserabweisend und da stelle ich mir vor, dass man dann so eine Holzpflege bei mir mitnehmen kann, kaufen kann und von Zeit zu Zeit sein Brett oder allgemein sein Holzprodukt damit wieder auffrischen kann. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Lässt sich auf jeden Fall wunderbar was wegnehmen davon, ist nicht allzu hart. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Man sieht schon, dass die schöne Farbe, die das Holz nach der ersten Behandlung mit irgendeinem Holzöl hat, so wiederhergestellt wird. Ich würde sagen, das funktioniert doch wunderbar. Ich bearbeite das hier noch ein bisschen und dann schauen wir es uns mal aus der Nähe an. Und so sieht das Brett jetzt nach der Behandlung mit dieser Holzbutter aus, mit dieser Holzpflege. Hier die unbehandelte Seite, da habe ich jetzt noch nichts aufgetragen. Ihr seht, das hat wirklich ziemlich gelitten, das Brett. Und so sieht es dann nach der Behandlung aus. Die Farben glänzen wieder schön und dieser wasserabweisende Effekt hat das Brett auch wieder. Ja, ich würde sagen, unser Experiment Holzbutter hat wunderbar geklappt. Finde ich mega cool, dass ich das jetzt auch bei mir im Sortiment habe und meinen Kundinnen und Kunden künftig anbieten kann. Aktuell sieht das Ganze noch ein bisschen langweilig aus mit diesen weißen Döschen, aber auch da habe ich mir was einfallen lassen. Ich habe diese Etiketten bestellt, Rhinoworks Woodcare, die kommen jetzt da drauf und dann sieht das Ganze auch ganz cool aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, was Nettes in die Kommentare schreibt und gerne einen Daumen da lasst. Und ich hoffe, man sieht sich mal an so einem Markt, wo ihr dann auch diese Holzbutter kaufen könnt. Ansonsten gibt es die auch bei mir im Webshop. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.